Wenn du selbstständig bist, brauchst du ein Geschäftskonto. Du kannst nicht einfach deine Selbstständigkeit über dein privates Konto abwickeln. Und wenn du es doch machst, wirst du früher oder später mit dem Finanzamt oder aber mit der Bank Probleme bekommen. Das ist zumindest mein Erfahrungswert und deswegen ist meine eindringliche Empfehlung, such dir ein Geschäftskonto. Und ich kenne mich in dem ganzen Bereich Geschäftskonten relativ gut aus, weil ich über einige Jahre Contest mit aufgebaut habe. Das heißt, ich habe einige Jahre in meinem Leben Geschäftskonten mitentwickelt und habe deswegen natürlich so einen kleinen Blick auf den Markt und auf neue Anbieter, attraktive Anbieter und möchte sie dir hier auf diesem Kanal natürlich auch gerne vorstellen. Und ein spannender Anbieter, den es zwar schon eine Weile gibt, aber der sich dieses Jahr dazu entschieden hat, nur noch sich auf Geschäftskonten zu konzentrieren, ist Vivid Money. Und gerade dieser Strategie-Shift, den finde ich unglaublich spannend und gleichzeitig gewinnt Vivid Money einige Preise als bestes Geschäftskonto. Und das ist natürlich für mich Grund genug gewesen, selbst ein Konto zu eröffnen, das Ganze mal auszuprobieren und jetzt dieses Video aufzunehmen, um dir das Konto vorzustellen. Vivid Money gehört in die Reihe der digitalen Geschäftskonten, also genauso wie N26 oder halt auch Contest, wie Finum und wie viele weitere auch. Und ich möchte jetzt in diesem Video jetzt nicht großartig vorstellen, dass du mit dem Konto natürlich Geld empfangen kannst, dass du eine eigene IBAN hast, natürlich eine deutsche IBAN, dass du Geld versenden kannst in Echtzeitüberweisung, dass du die Karte hast, die du dann natürlich auch bekommst. Es ist eine Debitkarte, dass du die mit Apple Pay und Google Pay verknüpfen kannst und so weiter. Diese ganzen Funktionen setze ich einfach mal als grundsätzlich voraus. Das haben die allermeisten Banken. In diesem Video wollen wir uns auf die besonderen Funktionen von Vivid Money konzentrieren. Das heißt, wie unterscheidet sich eigentlich Vivid Money von den anderen Anbietern? Und um dir das zu zeigen, nehme ich dich einfach mal mit auf meinen Bildschirm. Wir befinden uns auf der Webseite von Vivid Money und hier siehst du gleich großspurig die Ankündigung, dass es das beste Geschäftskonto 2025 ist und hier einige der Auszeichnungen, die Vivid Money gewonnen hat. Wir schauen uns das Konto gleich auch einmal an, wie das aussieht in der App selbst, aber gehen jetzt erstmal auf so ein paar Funktionen ein. Und eine für mich super spannende Funktion sind Unterkonten. Ich bin riesengroßer Fan davon, ein Mehrkontenmodell zu führen. Da gibt es unterschiedliche Konzepte, aber mindestens für die Steuer und für die Krankenversicherung solltest du als Selbstständiger Geld zur Seite legen, weil das sind in der Regel die größten Beträge, zumindest wenn du gerade startest. Und dieses Geld sollte niemals zusammen mit dem Geld, mit dem du wirtschaftest, auf einem Bankkonto liegen. Einfach weil die Gefahr viel zu groß ist, dass du von einer Steuerzahlung überrascht wirst und dann reißt du dich relativ schnell ein in die Reihe von Tausenden, Zehntausenden, Hunderttausenden Selbstständigen, die irgendwie von einer Steuerzahlung überrascht wurden und dann ernste Existenzprobleme bekommen. Deswegen lege immer regelmäßig Geld für die Steuer zur Seite. Wenn du nicht genau weißt, wie viel du da zur Seite legen solltest, dann schau dir mal das Video an, was ich dir oben rechts verlinke, weil da bin ich genau das durchgegangen. Weil per se pauschal immer 50% zur Seite legen, trifft es ehrlicherweise nicht so genau. Und bei Vivid Money bekommst du mit dem Konto tatsächlich bis zu 30 IBANs. Das heißt, du hast bis zu 30 Konten, auf die du dann dein Geld verteilen kannst. Das reicht nicht nur für die Steuern und für die Krankenversicherung, sondern auch für Investitionen und all das, was du dir sonst noch so ausdenkst. Und eine weitere Funktion, die ich bei Bankkonten absolut als unverzichtbar erachte, ist die Integration mit Buchhaltungsprogrammen. Da muss ich ehrlicherweise sagen, wenn ich andere Bankkonten anschaue, dann gibt es im Umfang der Integration, also der reinen Anzahl, wie viele Buchhaltungsprogramme man mit seinem Bankkonto verknüpfen kann, bessere Angebote. Allerdings machst du deine Buchhaltung ja auch nicht mit 50, 60 oder 70 Buchhaltungsprogrammen, sondern meistens mit einem einzigen. Und deswegen solltest du unbedingt schauen, bevor du dich für Vivid Money entscheidest, ob dein Buchhaltungsprogramm dabei ist. Und ich muss ehrlicherweise sagen, die wichtigsten sind dabei. Wir sehen hier zum Beispiel LexWare, Datev, Safdesk, Fastbill, EasyBill, Sage, Buchhaltungsbutler und Co. Das heißt, die wichtigsten Buchhaltungsprogramme sind alle dabei und auch die Umfragen, die ich hier auf diesem Kanal erstellt habe, sagen mir, die von euch genutzten Buchhaltungsprogramme sind abgedeckt und damit ist der Punkt Integration mit Buchhaltungsprogrammen auf jeden Fall gegeben. Wenn du gar kein Buchhaltungsprogramm benutzt, also zum Beispiel mit Excel und Word noch deine Rechnungen schreibst, dann solltest du das erstens einmal überdenken. Das ist ehrlicherweise zumindest für die Zukunft relativ schwierig. Spätestens mit der E-Rechnungspflicht wird es dann vorbei sein mit Word und Excel. Und das ist für dich unter Umständen natürlich super ärgerlich, sich jetzt ein Programm zu holen für die
1, 2, 3, 4 Rechnungen, die du da vielleicht schreibst. Das Schöne an Vivid Money ist, wenn du wirklich so eine kleine Selbstständigkeit hast, wo du gar nicht so ein großes Volumen hast, wo du dich vielleicht auch noch bewusst gegen ein Buchhaltungsprogramm entscheidest, dann kannst du tatsächlich in Zukunft deine E-Rechnungen auch einfach direkt mit Vivid Money schreiben. Das heißt, ja, dann ist mit Excel und Word vorbei, aber du kannst auf jeden Fall Rechnungen schreiben und zwar dann einfach mit deinem Bankkonto, was du ja sowieso brauchst. Und dann gibt es 2 Angebote von Vivid Money, die sie sehr häufig im Marketing nach vorne stellen. Und zwar einmal das Thema Verzinsung. Du bekommst gerade, wenn du bei Vivid Money ein Konto öffnest, 4% Zinsen. Muss man dazu sagen, das ist nur so ein Neukundenbonus, das heißt, diese 4% bekommst du zumindest nach aktuellen Konditionen nur 2 Monate lang und danach bekommst du dann, je nach Paket, was du gebucht hast, so ungefähr 2% Zinsen. Und das ist ein klarer USP im Vergleich zu anderen Bankkonten. Ich nutze in vielen meiner Unternehmen auch andere Bankkonten und auf das Geschäftskonto bekomme ich in der Regel genau 0% Zinsen. Das bedeutet, 4% oder auch 2% Zinsen auf das Geschäftskonto ist eindeutig ein Alleinstellungsmerkmal. Und wenn du immer mal Geld auf deinem Geschäftskonto liegen hast und dich ärgerst, dass das Geld ja nicht für dich arbeitet, dann schau dir unbedingt Vivid Money an. Da werden sich mit Sicherheit die Konditionen auch mal verändern, wenn sich das Zinsniveau anhebt oder absenkt. Aber meine Erfahrung der letzten Monate und Jahre ist tatsächlich, dass Vivid Money immer ganz, ganz vorne dabei ist mit der Verzinsung. Das bedeutet, dass Vivid Money, auch wenn sich die Konditionen geändert haben, sehr wahrscheinlich immer noch das beste Zinsangebot haben. Und ein zweites Thema, was Vivid Money sehr häufig auch im Marketing voranstellt, ist das Thema Cashback. Es gibt unglaublich viele verschiedene und auch immer sich wandelnde Angebote für Cashback und tatsächlich zum Teil auch extrem hohes Cashback. Ich muss persönlich für mich sagen, dass ich noch nie ein Bankkonto ausgewählt habe nach den Angeboten von Cashback. Warum? Weil es ganz häufig so 1% ist für einen ganz engen Zeitraum von irgendwie einem Monat und ich denke mir dann immer so, diese paar Cents hinterher zu laufen, das ist es nicht wert. Wenn ich hier aber sehe, dass ich bis zu 10% Cashback bekomme, dann kann das natürlich einen riesengroßen Unterschied machen, wenn ich plötzlich Werbekampagnen laufen lasse und ich weiß, ich bekomme hier bis zu 10% meines Werbebudgets wieder zurück, dann ist das nicht nur ein kleiner Groschen, den man nebenbei bekommen kann, sondern dann habe ich dadurch tatsächlich einen riesengroßen Vorteil. Wichtig auch hier natürlich, Vivid Money hat kein Geld zu verschenken und deswegen ist das Cashback auch limitiert und zwar auf 150 € pro Monat. Da muss ich ehrlicherweise sagen, das ist schon durchaus ein Betrag, der dann spürbar ist. Und hier sehen wir das auch, Facebook-Werbung bis zu 10% und Google-Werbung auch bis zu 10%. Das heißt, das kann dann tatsächlich auch schon einen Unterschied ausmachen in deinem Unternehmen, wenn du einfach monatlich 150 € von deinem Bankkonto als Cashback zurückbekommst und so deine Betriebsausgaben reduzieren kannst. Wichtiger Hinweis an dieser Stelle, weil diese Frage bekomme ich immer wieder. Cashback auf Betriebsausgaben sind auch immer in der Buchhaltung zu erfassen. Das heißt, diese 150 €, die du jeden Monat von Vivid Money bekommst, die sind steuerpflichtig. Das bedeutet, du kannst das Ganze leider dann nicht einfach privat in die Tasche stecken, sondern das sind tatsächlich steuerpflichtige Einnahmen, sowohl umsatzsteuerpflichtig als auch für die Gewinnermittlung. Also die Einnahmenüberschussrechnung erhöht das Ganze dann halt den Gewinn und erhöht dadurch dann auch die Einkommensteuer und die Gewerbesteuer. Ist auch eigentlich relativ logisch, weil die Ausgaben, die du getätigt hast, um dieses Cashback zu erwirtschaften, hast du ja auch von der Steuer abgesetzt. Und damit schauen wir uns einfach mal das Bankkonto gemeinsam an. Du hast bei Vivid Money natürlich die Möglichkeit, das Ganze über den Browser zu bedienen. Das heißt, du kannst dich ganz normal da einloggen, deine Rechnung schreiben, deine Überweisung ausführen und so weiter. Hier in diesem Video würde ich mir aber gerne die Smartphone-App anschauen. Einfach aus dem Grund, dass mein persönliches Nutzungsverhalten so ist, dass ich diese Bankkonten in der Regel am Smartphone bediene. Ja, wenn ich mich einmal in der Woche dran setze und Überweisungen mache und dann irgendwie 10 Überweisungen vor mir habe, dann mache ich das in der Regel vom Laptop aus. Alles andere mache ich in der Regel aber über Smartphone und deswegen schauen wir uns auch die App hier einfach mal gemeinsam an. Wir befinden uns im Dashboard oder im Homescreen von Vivid Money. Wir sehen ganz oben, dass ich dieses Bankkonto als Freitag Immobilien GmbH geöffnet habe und jetzt führe. Freitag Immobilien GmbH ist meine Immobiliengesellschaft. Das heißt, muss ich hier an der Stelle dazu sagen, ich nutze das Bankkonto nicht als Freiberufler oder Selbstständiger, sondern als GmbH. Du kannst es natürlich auch als Selbstständiger und Freiberufler öffnen, aber halt
auch, und das ist ein Unterschied zu einigen anderen Anbietern, tatsächlich auch als GmbH-Geschäftskonto. Wir sehen da meinen Kontostand und jetzt habe ich hier direkt darunter einige Möglichkeiten, zum Beispiel eine Überweisung ausführen, indem ich da einfach draufklicke. Ich kann Geld aufladen. Das ist übrigens eine super spannende Funktion, wenn du gerade gründest, weil du kannst nicht nur einfach mit einer Überweisung Geld auf dieses Konto transferieren, sondern auch mit einer Kreditkarte oder sogar Apple Pay einzahlen. Und eine solche Situation hast du zum Beispiel, wenn du eine GmbH gründest. Weil bei einer GmbH-Gründung läuft das so, dass du zum Notar läufst und die ganzen Gründungsunterlagen fertig machst und dann musst du erstmal das Stammkapital auf das Geschäftskonto einzahlen. Das heißt, du musst ein Konto eröffnen, da geht es dann ganz viel darum, wie schnell kannst du eigentlich so ein Bankkonto eröffnen. Auch das geht bei Vivid Money übrigens echt schnell. Das hat hier 10 Minuten, 15 Minuten gedauert und wir sind 2 Gesellschafter in dieser Gesellschaft. Das heißt, schon mal ein bisschen mehr Komplexität, als wenn du es jetzt alleine geöffnet hättest. Und dann geht es darum, dieses Stammkapital da tatsächlich einzuzahlen. Und wenn du das mit Kreditkarte oder mit Apple Pay machen kannst, dann ist es innerhalb von Sekunden drauf, das Geld. Das heißt, du kannst theoretisch beim Notar sitzen bleiben und hast noch eine Viertelstunde und das ist Bankkonto offen, das Geld schon eingezahlt und dann kannst du direkt einen Kontoauszug runterladen und den gleich da lassen. Musst du natürlich nicht so machen, du musst deinem Notar nicht die Zeit klauen. Das ist in der Regel auch nicht so super günstig, dem Notar dafür Geld zu bezahlen, dass er dir bei der Kontoeröffnung zuschaut, aber es geht wirklich wahnsinnig schnell. Also du kannst das innerhalb von Minuten nach dem Notartermin erledigen. Das Ganze brauchst du in der Form natürlich nicht als Selbstständiger. Als Selbstständiger musst du da nicht zwingend ein Geschäftskonto führen, auf das du Geld einzahlst und so weiter. Aber natürlich ist die Geschwindigkeit trotzdem wahnsinnig wichtig, weil ich stand häufiger schon mal in der Situation, dass ich mit meinem Geschäftskonto, also meiner Geschäftskarte, etwas bezahlen musste. Beispielsweise Bewirtungskosten in einem Restaurant. Und dann hat das Geld leider nicht gereicht auf dem Geschäftskonto. Aber was du bitte niemals machen solltest in einer solchen Situation, dann mit der Privatkonto zu bezahlen, weil dann hast du plötzlich eine geschäftliche Transaktion auf deinem Privatkonto. Was du dann machen solltest, ist, Geld von deinem privaten Konto auf dein geschäftliches Konto zu transferieren und dann mit dem geschäftlichen Konto zu bezahlen. Das muss aber innerhalb von Sekunden erfolgen. Und mit Vivid Money ist das Ganze auch möglich. Das heißt, da bekommst du dann auch so schnell das Geld auf das Geschäftskonto, wie du es denn unter Umständen auch mal brauchst. Dann hast du hier eine ganze Reihe an Zwischenkonten bzw. die Unterkonten, die du anlegst. Ich könnte jetzt zum Beispiel entscheiden, ich habe alles auf dem Hauptkonto. Wenn ich aber gerne den Zinsvorteil in Anspruch nehmen möchte, dann kann ich mir einfach 10.000 Euro auf mein Zinskonto überweisen und wir sehen, das ist jetzt überwiesen und ich sehe jetzt hier in der Übersicht, ist das gerade umgesprungen und zwar von meinem Hauptkonto auf mein Zinskonto und jetzt bekomme ich hier 4% Zinsen auf diese 10.000 Euro. Außerdem könnte ich das jetzt in andere Währungen umtauschen. Das ist für mich persönlich ehrlicherweise nicht notwendig, deswegen nutze ich die Funktion persönlich nicht, aber wenn es für dich ein Thema ist, dann siehst du das Ganze ist auch hier möglich. Außerdem bekomme ich die Übersicht über meine Konten und den ganzen Unterkonten. Man sieht hier auch, es gibt so ein Krypto-Unterkonto. Das Thema möchte ich hier gerne ausklammern. Wenn dich das Thema Krypto und Steuern und so weiter interessiert, dann schreib mir gerne einen Kommentar unter diesem Video und dann gehe ich gerne auf diesen Part auch nochmal ein. Wichtig ist mir nur, informiere dich da auch, woher kommen diese 7%, die du hier bekommen würdest und bist du bereit, das entsprechende Risiko einzugehen. Dann siehst du hier Analysen, das heißt, wie ist dein Cashflow-Stand, das heißt, dein Kontostand, wie hat er sich entwickelt, zum Beispiel in dieser Woche, in diesem Monat. Man sieht, ich habe dieses Bankkonto jetzt gerade eröffnet, quasi mit der Stammeinlage für diese GmbH. Ich kann hier unten die Karten hinzufügen, das heißt, ich kann jetzt hier meine Debitkarte ergänzen. Ich kann übrigens auch mein Team einladen. Ich habe ja erwähnt, diese Gesellschaft habe ich nicht alleine, das heißt, ich kann hier mit mehreren Leuten und Mitarbeitern tatsächlich drin arbeiten und kann meine Teammitglieder einladen, die dann zum Beispiel ihre Reisekosten über Vivid Money bezahlen und jetzt nicht irgendwie eine eigene Reisekostenabrechnung machen müssen. Die bekommen dann einfach eine Karte mit eigenen Rechten und so weiter und kann hier jetzt die Karten und die Mitglieder jeweils einladen. Unten sehe ich außerdem nochmal eine Übersicht über meine Transaktionen und kann dann in den einzelnen Transaktionen zum Beispiel auch Rechnungen hinzufügen. Das heißt, was habe ich da jetzt eigentlich genau bezahlt? Wer hat das Ganze gemacht? Das ist vor allen Dingen dann spannend, wenn die Mitarbeiter Reisekosten über Vivid Money bezahlen und die Taxiquittung oder das Zugticket fehlt und dann weiß man direkt, wem man da auf die Füße treten muss, wer denn da jetzt bitte noch seine Reisekostenunterlagen einreichen muss. Außerdem kann ich Zahlungen ausführen, das sehe ich hier in der Mitte und zwar einmal, indem ich einfach eine IBAN eingebe oder aber indem ich einfach ein Foto von der Rechnung mache und dann liest er quasi die Rechnungsinformationen selber aus. Das heißt, ich kann das Foto machen, ich kann das aus meinen Dateien oder meinen Fotos hochladen und dann liest er die IBAN, dem Empfänger, den Betrag und so weiter aus und füllt quasi die Überweisung schon mal aus. Funktioniert in den Tests, die ich bisher gemacht habe, ziemlich gut, muss ich sagen. Oder ich kann Geld zwischen meinen eigenen Konten hin und her schieben oder das Ganze vorausplanen. Also bestimmte Überweisungen, wie zum Beispiel Gehaltszahlungen, die natürlich immer zum Monatswechsel rausgehen müssen. Und dann kommen wir zu diesem ganzen Bereich
Cashback. Ich habe es schon erwähnt, Vivid Money einfach ein umfangreiches Cashback-System hat. Und ich kann jetzt für den Monat April beispielsweise mir überlegen, welche Cashback-Programme möchte ich denn in Anspruch nehmen. Ich sehe hier, bisher habe ich noch gar nichts in Anspruch genommen, und wenn ich auf Auswählen klicke, dann habe ich eine lange Liste, was für eine Art Cashback ich denn jetzt hier haben möchte. Ich kann nämlich bis zu 6 Kategorien auswählen. Das heißt, wenn ich mir jetzt überlege, diesen Monat kaufe ich recht viel bei Amazon ein, außerdem weiß ich, dass ich auf jeden Fall immer Softwareanwendungen buche, aber halt auch unbedingt Werbung buchen möchte. Das heißt Facebook und Google Werbung, und dann bestätige ich das Ganze und dann kann ich tatsächlich mit meiner Vivid Money Karte bezahlen und dann entsprechend das Cashback sammeln und dann wird mir das ausgezahlt. Und damit kommen wir zu einer wichtigen Frage, und zwar der Frage, was kostet der ganze Spaß? Und die gute Nachricht ist, du kannst tatsächlich kostenlos anfangen. Das heißt, Vivid Money hat tatsächlich ein kostenloses Geschäftskonto. Dieses kostenlose Geschäftskonto hat tatsächlich auch Funktionen. Manchmal machen das Anbieter ja so, dass sie ein theoretisch kostenloses Bankkonto stricken. Da gibt es aber links und rechts und so weiter Gebühren, dass es eigentlich nie wirklich kostenlos ist. Man kann aber ganz groß oben in der Preistabelle 0 Euro reinschreiben. Das ist bei Vivid Money tatsächlich nicht so. Dieses kostenlose Geschäftskonto, damit kann man tatsächlich auch arbeiten. Das heißt, das ist ein voll ernstzunehmendes Geschäftskonto, und wenn du dann irgendwann wächst und irgendwann ein großes Unternehmen wirst, dann gibt es schon auch Möglichkeiten, ganz viel Geld bei Vivid zu lassen. Zum Beispiel hier als Großunternehmen kannst du tatsächlich auch im Enterprise Plus Account 249 Euro pro Monat für dein Bankkonto ausgeben. Dann hast du aber auch zum Beispiel 100 Teammitglieder. Über die Frage, wie du um Himmels Willen jetzt in dein Unternehmen 100 Arbeitnehmer findest, die auch alle Kontozugriff brauchen, um das Thema kümmern wir uns irgendwann anders mal in einem anderen Video. Jetzt erstmal geht es um die Konten, die für Selbstständige relevant sind, und das sind vor allem 2. Und zwar einmal ist das Standardkonto, das ist kostenlos, also keine Kontoführungsgebühren, und einmal das Prime-Konto, das kostet 7,90 Euro, wenn du jährlich bezahlst, und wenn du monatlich bezahlst, dann 9,90 Euro. Und tatsächlich, wie ich schon gesagt habe, kannst du dieses kostenlose Konto tatsächlich auch benutzen. Also du hast 12 Unterkonten, du hast am Anfang, also als Neukunde, erstmal 4% Verzinsung, und dann, und das ist der kleine Schmerzpunkt, hast du tatsächlich nach 2 Monaten eine Verzinsung von 0,5%. Das ist immer noch mehr, als die allermeisten anderen Geschäftskonten zahlen. Es ist aber doch erheblich weniger als die 2,5%, die du im Prime-Konto bekommen würdest. Außerdem ist der Cashback gedeckelt, und zwar auf 5%. Da würdest du 10% bekommen im Prime-Konto, und dann gibt es natürlich noch weitere Limitierungen. Schau sie dir mal in Ruhe an. Du findest den Link zu Vivid Money auch unten in der Videobeschreibung. Meine persönliche Erfahrung ist tatsächlich, nicht nur meine eigene, sondern auch bei Mandanten, dass man tatsächlich mit diesem 0 Euro, also mit diesem kostenlosen Geschäftskonto tatsächlich auch gut arbeiten kann, wenn man eine kleine, übersichtliche Selbstständigkeit hat. Und wenn dir das nicht ausreicht, dann kannst du dich auch für Prime entscheiden, zahlst dann, wie gesagt, 7,90 Euro bzw. 9,90 Euro pro Monat, hast dann 2,5% Verzinsung dauerhaft auf das Guthaben auf deinem Geschäftskonto, beziehungsweise wir haben uns das angesehen, wenn du das Geld dann auf dieses verzinste Konto schiebst, und hast Cashback bis zu 10%. Das Ganze musst du für dich einmal durchrechnen. Wann lohnt sich das? Du kannst aber tatsächlich dieses Prime-Konto auch 2 Monate kostenlos testen. Das heißt, wenn du sagst, Vivid Money sieht eigentlich ganz spannend aus, du brauchst sowieso ein Bankkonto, oder aber, was ich nachvollziehen kann, ist diese 10% Cashback für Werbeausgaben, die sind wirklich faszinierend. Dann kannst du das Ganze einfach 2 Monate lang ausprobieren, und wenn du dann merkst, du bekommst hier jeden Monat 100 Euro Cashback zurück, dann sind ehrlicherweise die 7,90 Euro pro Monat ja auch irgendwie gerechtfertigt. Deswegen teste das Ganze einfach 2 Monate aus, und wenn du dann merkst, Prime lohnt sich nicht, dann kannst du ja immer noch auf das Standardkonto wechseln und zahlst halt dann keine Kontoführungsgebühren mehr. Und zu der Frage, wo bewegt sich Vivid Money eigentlich da im Vergleich zu anderen Bankkonten, muss man wirklich sagen, dass Vivid Money im Vergleich durchaus günstig ist. Also diese 7,90 Euro bzw. 9,90 Euro, wenn du monatlich bezahlst, die sind im Vergleich eher an der unteren Skala. Und wenn man jetzt noch einberechnet, dass man hier Zinsen bekommt und Cashback bekommt, das ist natürlich abhängig davon, wie hoch dein Kontostand ist oder wie intensiv du die Karte benutzt, ist das Ganze wirklich ein deutliches Schnäppchen. Also der große Vorteil von Vivid Money ist tatsächlich auch das Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn dein Kontonutzungsverhalten halt entsprechend ist. Und damit kommen wir zum Fazit und den Vor- und den Nachteilen. Und bei den Vorteilen muss ich mich direkt wiederholen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist, wenn du das Bankkonto so benutzt, wie es Vivid Money incentiviert, einfach unschlagbar.
Ich meine, dann bekommst du jeden Monat Geld von deinem Bankkonto. Durch das Cashback, was für mich ein zweiter großer Vorteil ist, solche Cashback-Angebote gibt es bei keinem anderen Geschäftskonto in Deutschland, muss man so sagen. Und die Verzinsung. Und diese Verzinsung auf ein Geschäftskonto kenne ich auch bei keinem anderen Anbieter. Diese vielen Unterkonten sind für mich ein weiterer Vorteil. Das ist für mich, ich muss ehrlicherweise sagen, fast essentiell. Das haben inzwischen auch andere Anbieter, muss ich hier aber trotzdem nennen, weil bei klassischen Banken kosten Unterkonten tatsächlich einfach auch extra Geld und bei Vivid Money sind sie einfach mit drin. Und tatsächlich mag ich die Geschwindigkeit. Also das Einzahlen mit Apple Pay, mit Kreditkarte, Echtzeitüberweisung. Liebe Grüße an andere vermeintlich digitale Banken, DKB, die kriegen es bis heute nicht hin, Echtzeitüberweisung anzubieten. Das sollte eigentlich der Standard sein, ist es aber leider immer noch nicht und Vivid Money bietet natürlich Echtzeitüberweisung an, wie die ganzen anderen von mir genannten Einzahlungsmöglichkeiten. Dass ich jetzt auch meine Mitarbeiter da einladen kann und wir quasi mit mehreren Kollegen einfach das gleiche Geschäftskonto nutzen können und ich tatsächlich dann auch danach suchen kann, wer seine jeweiligen Reisekosten eingereicht hat und wir das nicht so klassischerweise über Reisekosten einreichend regeln müssen. Das ist ehrlicherweise für mich noch so ein zusätzlicher Pluspunkt. Und damit kommen wir zu den Nachteilen. Und die Nachteile liegen erstmal ganz offensichtlich auf der Hand. Vivid Money hat kein eigenes Filialnetz, wie diese ganzen online-digitalen Geschäftskonten, aber dadurch, dass es kein Filialnetz hast, hast du keine Möglichkeit, da reinzugehen und mit einer Person in Person zu sprechen. Finde ich persönlich nicht so wahnsinnig wichtig. Einigen Menschen ist es aber wichtig, weil das macht tatsächlich auch das Handling mit Bargeld schwierig bis unmöglich. Wenn du ein bargeldintensives Geschäft hast, also Bareinnahmen hast und diese Bareinnahmen natürlich auch auf dein Geschäftskonto einzahlen möchtest, dann ist Vivid einfach nicht das richtige Geschäftskonto für dich. Dann brauchst du eine Bank, wo du das idealerweise vor Ort erledigen kannst und dann bist du hier an der Stelle raus. Und damit kommen wir zu einem Punkt, den man unbedingt bei den Nachteilen auch nennen muss. Und zwar ist das die deutsche Einlagensicherung. Und zwar gibt es, wenn du ein ganz klassisches deutsches Konto hast, eine deutsche Einlagensicherung. Das heißt, für Gelder bis zu 100.000 Euro auf deinem Bankkonto haftet quasi der Staat, so vereinfacht gesagt. Wenn du also beispielsweise 80.000 Euro auf dem Geschäftskonto bei der Sparkasse liegen hast und die Sparkasse geht in Hops und meldet Insolvenz an und ist nicht mehr zahlungsfähig, dann springt tatsächlich der deutsche Staat ein und gibt dir deine 80.000 Euro wieder. Und diese 100.000 Euro, die hast du bei Vivid Money nicht. Also bei Vivid Money hast du eine deutsche IBAN, du hast aber nicht diese klassische deutsche Einlagensicherung. Bei Vivid Money ist dein Geld auf andere Art und Weise abgesichert, aber standardmäßig nur bis 20.000 Euro. Und das Geld, was verzinst wird, das wird in einen Geldmarktfonds investiert, das ist ein Sondervermögen und so weiter. Schau dir unbedingt einmal den Link an, den ich dir unten in der Videobeschreibung verlinke. Und zur Einordnung vielleicht. Das ist in den allermeisten Fällen überhaupt gar kein Problem, weil Hand aufs Herz, wer von uns hat regelmäßig mehr als 20.000 Euro auf seinem Geschäftskonto und überweist das Geld dann nicht einfach auf sein Privatkonto und legt es irgendwo anders an. Das heißt, die allermeisten Geschäftskonten bewegen sich ja gar nicht jenseits von diesen 20.000 Euro und auch dann bedeutet das ja auch überhaupt gar nicht, dass dein Geld irgendwie akut gefährdet ist oder verzockt wird und so, überhaupt gar nicht. Deswegen, dein Geld ist da auf jeden Fall sicher. Du musst aber wissen, dass diese Absicherung, die es standardmäßig bei deutschen Konten gibt, bei Vivid Money anders geregelt ist. Und dafür verweise ich einmal auf die Quelle unten in der Videobeschreibung. Für mich persönlich ist das im täglichen Umgang ehrlicherweise gar kein Thema. Es ist aber ein Thema, was dir bewusst sein sollte. Und damit kommen wir zu meinem abschließenden Fazit. Ich habe mich jetzt seit einigen Tagen intensiv mit Vivid Money beschäftigt. Ich kenne das Bankkonto tatsächlich aber schon seit ein paar Jahren so als Marktbegleiter. Während meiner Zeit von Contest haben wir uns natürlich immer angeschaut, was die anderen machen. Und ich kenne es tatsächlich auch von einer Handvoll von Mandanten, die Vivid Money benutzen, wo wir sie dann steuerlich betreuen. Das heißt, ich habe so unterschiedliche Perspektiven und Blickwinkel darauf. Und bei Vivid Money habe ich in den letzten Jahren immer das Gefühl gehabt, dass sie so ein bisschen auf der Suche waren, immer wieder rumprobiert haben. Und ich finde diese Konzentration in der Strategie auf Geschäftskonten, die sie jetzt erst seit 2025 haben, fantastisch. Und man merkt am Produkt, dass Selbstständige und Unternehmen jetzt im Mittelpunkt stehen. Das war ehrlicherweise mein größter Kritikpunkt in der Vergangenheit, dass es eigentlich ein Privatkonto war und diese ganzen geschäftlichen Funktionen so ein bisschen parallel liefen. Und dieser Fakt führt gerade dazu, dass ich für 2 Gesellschaften, in denen ich involviert bin, gerade ein Konto bei Vivid Money eröffnet habe und tatsächlich gerade Stück für Stück umziehe, um dieses Konto intensiver zu benutzen. Und wenn du dazu noch Fragen hast, also zu Vivid Money, zu Geschäftskonten generell und so weiter, dann schreib mir doch gerne einen Kommentar oder vielleicht auch deine Erfahrungen unten in die Kommentare. Ich freue mich von dir zu lesen. Und wenn du sagst, Mensch, Vivid Money sieht aber spannend aus, dann klick mal unten auf den ersten Link in der Videobeschreibung und schau es dir einfach selber an oder du klickst einfach direkt hier.
Und wenn du sagst, nee, Vivid Money brauche ich nicht, ich habe schon ein Geschäftskonto, dann kannst du ein weiteres Video auf diesem Kanal anschauen. Zum Beispiel das oder das.